Hi, ich bin Bennett und ich mache Motorradfilme. Wie jeder technikbegeisterte Filmtyp, der mal irgendwas auf YouTube machen will, habe ich mir natürlich auch relativ früh in der YouTube-Zeit so eine 360-Grad-Kamera gekauft. Und die Dinger sind richtiger Müll. Was noch übrig ist von der 360-Grad-Kamera, ist dieses Schutzcase. Den Rest habe ich als Kamera verkauft. Aber für mich ist das einfach keine tolle Kamera. Und das nicht nur aus irgendwelchen technischen Gründen. Der Hauptgrund ist eigentlich folgender. When I see young filmmakers who come excitedly at me and they say, "Oh, I shot 450 hours," my heart sinks. We are not garbage collectors. We are filmmakers. Immer alles aufzuzeichnen mag erstmal verführerisch klingen, weil dann muss ich mir keine Gedanken darum machen, dass ich irgendetwas verpasse. Aber dann muss ich mich halt eben auch durch Berge von Müll sammeln, wenn ich am Ende das Material verarbeiten will. Ich suche mir lieber bewusst aus, welche Einstellung ich wie am Motorrad aufzeichnen will. Und dafür habe ich meistens so einen Motorcycle Klemmmount. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich die hier unten an den Sturzbügel mache oder ich mache sie hier an den Griff vom Sozius fest. Ich kann mich bewusst entscheiden, welche Einstellung ich jetzt wie wann machen will. Und ja, vielleicht nehme ich nicht alles auf, aber ich nehme mir bewusst die Szenen raus, die ich wirklich aufnehmen will. Und nicht halt auch einen ganzen anderen Haufen Müll. Und wenn man dann diese Unmengen an Videomaterial aufgezeichnet hat, dann kriegt man Folgendes. Hier .insv und .lrv Videodateien. 360 Grad proprietäres Material, mit dem man absolut nichts anfangen kann, bevor man sie nicht halt noch einmal erst in ein normales Format exportiert hat. Und da hört es dann für mich wirklich auf, weil sich durch diese Unmengen an Videomaterial durchzuarbeiten, dafür habe ich einfach weder den Nerv noch die Zeit übrig, zumal die Aufnahmen, die da rauskommen, nicht wirklich geil sind. Das Problem bei 360-Grad-Kameras ist, man hat zwei Linsen, die jeweils ein 180 Grad sphärisches Bild aufzeichnen. Und dieses 180-Grad-Bild, das nehme ich ja nie in Gänze. Das heißt, ich muss mir ja immer in irgendeiner Form hier einen Ausschnitt draus aussuchen, der entweder so aussieht oder vielleicht sogar nur so aussieht. Und die neuesten Kameras davon, die nehmen zwar in 8K auf, aber das heißt ja, dass dieser ganze Bereich hier, der Bereich, das sind meine 8K. Und wenn ich den halbiere, dann habe ich vielleicht noch genug Bildinformationen übrig, um halt noch ein 4K-Bild in voller Auflösung davon rauszubekommen. Und das wird natürlich irgendwann eng. Je kleiner ich diesen Radius hier wähle, desto weniger Bildinformationen habe ich am Ende übrig, um ein geiles Bild daraus zu bekommen. Dazu kommt noch, wenn ich den Bildausschnitt dann groß genug wähle, dass ich die volle 4K-Auflösung und die vollen Bildinformationen da drin bekomme, dann kriege ich natürlich ein total sphärisches Bild, das dann natürlich wieder diese Fischaugenoptik dieser ersten Generation von den GoPros hat. Das finde ich einfach nicht schön. Das ist jetzt auch eine Geschmackssache, aber ich finde, das ist ein furchtbares Bild. Wenn einen das nicht stört, kann man das machen, aber man verliert halt einfach wahnsinnig viele Bildinformationen und kriegt halt nicht so ein schönes, rundes, sattes Bild aus dieser Kamera raus, ohne irgendwelche Kompromisse zu machen. Und auch wenn jeder Influencer auf dieser Welt anderer Meinung ist, für mich sind 360-Grad-Kameras halt einfach Müll. Der Hauptgrund ist und bleibt, anstatt mir zu überlegen, welche Geschichte möchte ich erzählen, wie möchte ich meine Dokumentation erzählen und welche Aufnahmen möchte ich dafür machen, nehme ich einen Haufen Müll auf, durch den ich mich erstmal durchwühlen muss, was mich unglaublich viel Zeit frisst, aber was vor allen Dingen meinen Fokus weg von der Geschichte hin zu diesen ganzen Aufnahmen bringt. Nummer 2, die Aufnahmen sind dann auch gar nicht so toll, weil ich eben nur eine begrenzte Bildinformationen zur Verfügung habe und mit einer viel günstigeren Kamera viel bessere Ergebnisse produzieren kann. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass die 360-Grad-Kameras nicht ihre Berechtigung haben.
Es gibt Aufnahmen, es gibt Shots, die waren vorher, vor der Erfindung dieser 360-Grad-Kameras einfach nicht möglich. Und wer das wirklich nutzt, für den sind die absolut genial. Plus alles, was Kurzvideoformat ist, alles, was hochkant gefilmt wird, Shorts, Reels, TikToks, dafür sind die auch nicht verkehrt, weil die haben nur Full HD Qualität. Und dann habe ich natürlich, wenn ich so einen kleinen Bildausschnitt wähle, vielleicht immer noch die vollen Bildinformationen zur Verfügung, weil ich ja nur Full HD am Ende des Tages brauche und nicht 4K, wo ich dann eigentlich Minimum die Hälfte dieser Sphäre exportieren muss, damit ich überhaupt noch alle Bildinformationen zur Verfügung habe. Und es werden mir bestimmt einige von euch widersprechen, aber jedes Video, das ich kenne, in dem eine 360-Grad-Kamera wirklich gut eingesetzt ist, da ist sie minimal in Gebrauch gewesen. Und der Sponsor des Videos bin natürlich mal wieder ich. Auf bennetsmototours.com findest du GPX-Files, Packlisten, wunderschöne Bildbände und jetzt auch zum ersten Mal Kalender mit 12 Bildern für die kalte Jahreszeit und als QR-Code die dahinterliegende Geschichte zu dem Bild. Kleiner Urlaub für den Kopf. Nächste Woche geht es wieder mehr um Motorradzeug. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. We're dancing in the bright light.